Solo 3 Tage im größten Fjord Deutschlands, eine traumhafte Wanderfahrt zu hochsommerlichen Temperaturen mit Lagerfeuer, traumhaften Sonnenuntergängen. Mit der Jolle und dem Kanu geht's in die Schlei. Segeln aus Freude. Wir hatten wieder hochsommerliches Wetter, relativ schwacher Wind und so starte ich von Kiel im Olympiahafen in Schilksee, geht also vorbei an der Signaltonne zum Nordhafen. Ein bisschen Wind von vorne habe ich nur. So muss ich erstmal bei bei wirklich sehr schwachem Wind rauskreuzen, um Bülk herumzukommen, dem Leuchtturm, um dann mit diesem traumhaften Wind von der Seite bis zur Schlei hoch zu segeln, über die Eckernförder Bucht. Drei Tage Solo, Jolle und Kanu. Hier bin ich jetzt schon so über dem Stoller Grund. Das ist so der südliche Teil der Eckernförder Bucht. Mein Kanu binde ich mir dann mit so einer Schwimmschnur. Und da drin habe ich so einen kleinen Expander eingebaut, dass ich dann so einen Einruckdämpfer habe. Und hier sieht man das hinter Bülk bin ich jetzt auf nördlichem Kurs und muss erstmal die Gefahrentonne oder Ansteuertonne vom Sperrgebiet suchen. Sehen kann ich sie von hier aus noch nicht. Und die Pinne lege ich mir so ein bisschen fest mit so einem Gummiexpanderband, sodass der einigermaßen den Kurs hält. Und so kann man das waren so ein Beaufort. Aber ganz prima hier jetzt ruhig über die Eckernförder Bucht schuppern. Und kann bei herrlichem Wetter ganz entspannt hier die Fahrt genießen. Zieh mir mein kleines Kanu dann immer hinterher. Und mach's mir dann immer gemütlich. Und genieß einfach die Fahrt durchs Wasser, das Geplätscher, die vorbeiziehenden anderen Boote. Hier prüfe ich nochmal den Kurs, ob ich jetzt auch wirklich zur Tonne komme. Und so geht es ganz gemächlich dann über die Eckernförder Bucht. So von Kiel bis Schleimünde braucht man so 4 bis 5 Stunden mit einer kleinen Jolle, wenn man nicht kreuzen muss. Ja, da sieht man diesen Expander, den ich da drin eingebastelt habe, wie gut der wirkt, dass es nicht immer so knallt. So kann dann das Kanu schön mit Einruckdämpfung hinterhergezogen werden. Ja, da sieht man schon die Tonne, die ich da vorher auf der Karte gesucht habe. Da müssen wir ja alle rumfahren. Entweder innen am Sperrgebiet vorbei oder man müsste außen rum. Ich entschied mich dann für innen. Für die Jolle besser. Da ist sie, Sperrgebiet, Tonne Nummer 5.
Das ist jetzt auch schon relativ nah an der Schleimmündung. Das ist Olpenitz. Mit diesen vielen neuen Häusern. Und hier geht es jetzt vorbei am Leuchtturm in Schleimmünde. Früher konnte man da zu dem Leuchtturm hingehen über diesen langen Steg. Aber nach Babett, dem Sturm in 2023, kann man hier die Schäden noch sehen. Ist das jetzt gesperrt worden? Da ist also wirklich Beton rausgebrochen von den Wellen. Vorbei am Hafen in Schleimmünde. Die Lotseninsel ist das, ein kleiner süßer Hafen mit der Giftbude, die man da hinten jetzt sieht. Ganz bekannter Hafen, im Hochsommer oft überfüllt. Hier habe ich schon das Großsegel runtergenommen. Der Wind ist genau von Achtern, also mit dem kleinen Segel. Das ist hier ein Leser 16, also ein relativ kleine Fock nur. Sodass mich selbst die Paddler ein bisschen überholen, treibe ich dann ganz langsam in die Schlei rein. Ich mag den oberen Teil der Schlei sehr gern. Ist also viel Naturschutzgebiet da drin und also ein herrliches Brutgebiet, und so dass man da sehr viel Wasservögel findet. Hier nochmal der Kurs, den ich genommen habe. Und dann in diese zweite Bucht, da gehe ich dann in der Regel immer rein. Hat man hervorragenden Windschutz und Wellenschutz für die Nacht. Und der Leser 16, ja, der hat ja diese Sitzbänke, also von daher dieser Cockpit-Bereich, wo die Füße reinkommen, ist dadurch, dass wir ja den Schwertkasten noch in der Mitte haben, dann doch relativ schmal. Also richtig gut kann man da nicht drin schlafen, leider. Und ich habe dann immer diverse Decken und Handtücher mit und die lege ich mir dann in einen dieser Kammern rein. Und ja, später dann den Schlafsack raus und da übernachte ich dann drin unter freiem Himmel. Ich liebe das. Muss halt trocken sein. Also ich suche mir dann immer Wetterfenster raus, wo wir relativ schwachen Wind haben und wo es halt ein paar Tage trocken bleiben wird. Und dann verbringe ich halt einfach die Zeit auf dem Wasser, 2 Tage, 3 Tage, manchmal auch 4 Tage. Das mit unterschiedlichen Booten. Und der Leser 16, da vorne kann man sehen, diese Luke mit Gummidichtung, also ganz hervorragend, um sein Zeug trocken überall hinzubekommen. Selbst wenn man da doch viel Wasser ins Boot bekommen sollte. Und hat halt ein herrlich großes Cockpit, das Ding. Und so habe ich mich dann verankert. Es ist sehr, sehr flach da. Kann man also nur mit einer Jolle hin. Und ist nicht weit von der Fahrrinne in der Schlei entfernt. Und wo ja alles, was die Schlei rein und in die Schlei rausgeht, ja, kann man dann da wunderbar angucken, wie diese alten Traditionssegler da ganz gemütlich reinkommen. Oder am nächsten Morgen ja die meisten dann wieder rausfahren. Hat man wirklich eine tolle Silhouette. Ja, in den Schwertkasten und zwischen Schwert stecke ich dann immer so einen kleinen Holzkeil, damit das nicht so klötert, das Ding. Jetzt haben wir so einen Nachmittag, die Sonne geht schon ein bisschen tiefer. Und man sieht eigentlich ringsrum immer Wassersportler, die mit großen oder mit ganz kleinen Sportgeräten und Schiffen dann auf der Schlei genau das Gleiche machen wie ich, so ein bisschen den Ausgleich suchen und die Zeit auf dem Wasser genießen. Und wenn es dann so langsam Abend wird, dann koche ich mir da irgendwas. Hier gibt es mal Hühnersuppe. Und ein Brot hatte ich mir mitgebracht.
Und Vögel sind da eigentlich immer morgens, abends und auch über Tag. Wie jetzt da oben rechts im Bild zu sehen. Für mich sind das ja mal wirklich 3 oder 4 Stummeltage. Diese Serie hatte ich ja auch schon mal eingestellt, ganz ohne Vertonung oder ohne Kommentare. Und hier sieht man den Laser 16 Mal von oben, wie schön der geschnitten ist. Also wirklich ein schnelles Boot für eine Wanderjolle. Würde ich allein aber nicht mehr aufrichten können und liege jetzt hier im Flachen vor Anker. Kurz den Abwasch machen und dann entspannen und die Zeit genießen und einfach der Natur lauschen. Mittlerweile ist später Abend, Sonne deutlich tiefer. Und ich bereite mich so ein bisschen vor für die Nacht. Hier ziehe ich so ein Moskitonetz gerade hoch. War aber bei dieser Fahrt das erste Mal, dass ich das probiert habe. So richtig wird es mir nicht gelingen. Und hin und wieder steige ich dann oben ins Kanu und fahre dann mit dem Kanu ein bisschen um die Jolle herum, mal an Land. Oder guck mir die anderen Ankerlieger da an. Also die Schlei ist wirklich ein traumhaftes Revier für Jollen. Ist sehr, sehr flach, hat eine enge Fahrrinne und der obere Teil vor Schleimünde ist also wirklich, ist wirklich traumhaft. Man hört kein Auto dort. Die einzigen Verbrennermotoren sind die von den Schiffen. Und die Tonkulisse ist doch sehr von den Vögeln und von Wind und Wellen gezeichnet.
Und das ist so im Sommer die lange, lange blaue Stunde, wo die Sonne kurz vorm Untergang ist. Mit einer immer sehr schönen Stimmung. Die Hitze geht zurück. Und man freut sich auf den Sonnenuntergang, wenn es wolkenfrei ist, so wie hier. Und das doch immer irgendwie einen Zauber aufs Wasser bringt. Immer der Laser 16 von außen, von weiter unten. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich probiere, mir die Mücken, die jetzt da bald kommen werden, wenn die Sonne untergegangen ist, ja, dass ich mich vor denen so ein bisschen fernhalten kann. Und da habe ich dann mein Moskitonetz, was ich für die Asienreisen immer nutze, probiert mal hier auf der Jolle zu verwenden. Aber das wird nicht funktionieren. Also da muss ich mir was überlegen, beim nächsten Mal das anders zu machen. Und so habe ich dann überall das Netz so ein bisschen gespannt nach außen. Dann den Schlafsack raus. Und dann kam sie. Die Sonne ist fast unten. Und dann kommen die Mücken. Ende Teil 1. Schönen Dank fürs Zuschauen.